Hallo und freut mich, dass du wieder bei mir vorbeischaust. An erster Stelle wünsche ich allen frohe Weihnachten und ich hoffe, dass ihr schöne, ruhige Tage hattet mit eurer Familie bzw. mit euren Liebsten. Heute gibt es mal kein typisches Video, wie ihr das sonst von mir gewohnt seid, sondern kriegt heute ein paar private Aufnahmen meiner Seite. Und zwar wie bei uns die Weihnachtsvorbereitungen aussahen, auch ein bisschen vom Heiligen Abend und auch noch ein kleines bisschen wie der Tag danach aussah. Wie man auch sieht, bin ich noch ein bisschen im Faulenzer-Modus. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag und ich lasse es auch noch ein bisschen ruhiger angehen. In dem Video werden auch ein paar polnische Fragmente sein. Wenn ihr die Übersetzung haben wollt, müsst ihr dann den Untertitel auf Deutsch einstellen. Dann habt ihr dann auch sofort den deutschen Untertitel. Ja, und an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, heute mal ein bisschen mehr Privates meiner Seite. Ich zeige euch mal ein bisschen hier meine Küche und was ich hier vorbereite fürs Weihnachtsmenü. Ist ja auch nicht mehr lange hin bis zu Weihnachten und ich habe hier noch einiges zu tun. Wir mischen das so ein bisschen deutsch, ein bisschen polnisch. Wir halten uns jetzt nicht so 100% dran, dass jetzt hier 12 Gerichte auf dem Tisch sind. Ja, deswegen. Also was gibt es bei uns? Klar, Barsch wird es geben. Habe ich hier rote Beete, frische rote Beete, alles auf dem Markt gekauft. Frisch, also ich kaufe auch keinen Tetrapack, Barsch oder was weiß ich nicht was. Kann man hier kaufen, mache ich aber nicht. Ich koche lieber selber. Klar, dann habe ich auch noch die üblichen Zutaten dazu, klar. Dann wird es auch noch Pierogi mit Sauerkraut und Pilze geben. Sauerkraut habe ich hier auch auf dem Markt gekauft. Hoppala. Hier über 1,5 Kilo, hier habe ich auch noch was drin. Und Pilze. Das sind hier die Pilze, das sind hier die getrockneten Pilze, habe ich hier eingelegt. Die habe ich gekauft. Die hier habe ich selber gesammelt. Und das Wasser kommt nachher auch nochmal in den Barsch rein. Das gibt nochmal so einen extra Geschmack. Pilze habe ich, die liegen auch schon seit ein paar Stunden da drinnen, dass die schön einweichen. Habe ich auch noch Pilze gekauft. Aber die sind ganz schön teuer. 40 Zloty, so 100 Gramm. Aber ich habe mich schon mal so, ich habe vorhin auch noch kurz mit dem Tassilo geschrieben. Kennt ihr auch, müsstet ihr auch kennen von dem Interview. Packe ich euch nachher auch noch mal in der Videobeschreibung herein. Also ich bin für die nächste Pilzsaison mit Tassilo verabredet. Wenn er in Polen ist, gehen wir zusammen in den Wald Pilze sammeln. Da freue ich mich schon drauf. Der ist übrigens auch ein Pilzkenner. Ja, also dann gibt es bei uns Pierogi mit Sauerkraut und Pilze. Dann machen wir auch noch Krokette. Wahrscheinlich mit einer Champignons-Rahmensoße. Deswegen habe ich auch Champignons gekauft aus dem Biedronka. Die habe ich jetzt nicht auf dem Markt gekauft, habe ich keine gefunden. Genau, und Kartoffelsalat. Und den Kartoffelsalat, das ist ein Rezept von meinem Vater. Ja, und das war es auch eigentlich so. Also das ist derzeit unser Weihnachtsmenü. Mayonnaise mache ich auch noch selber. Deswegen, ich habe hier auch ganz viel Öl gekauft. Also Mayonnaise mache ich auch noch selber. Ja, und dann habe ich hier noch ein paar Nikoläuse. Habe ich hier einfach mehr geholt. Sieht man hier. Werde ich nachher heute Nacht hier meinen Nachbarn hier im Haus vor die Tür legen. Mit einem kleinen Weihnachtsgruß. Ich hoffe, die freuen sich dann auch. Und ja, ein bisschen Freude ins Leben bringen. Ja, also deswegen, ich habe jetzt noch einiges zu tun, wie ihr seht. Ganz viele Gerichte. Das meiste Essen muss auch so mindestens so einen Tag stehen, damit es auch ordentlich Wumms kriegt, ordentlich Geschmack kriegt. Und ja, dann sage ich einfach mal, ja, dann fange ich mal an. Ja, der Topf mit Barsch soweit vorbereitet. Und schon viel, ich weiß nicht, ich glaube, das sind hier 10 Liter oder so. Hier koche ich ein bisschen Gemüse für den Kartoffelsalat nachher. Rote Beete haben wir aber hier auch noch. Jetzt kann man das nicht erkennen. So, im kleinen Silberpapier rote Beete und noch ein paar Zwiebeln. Die kommen später auch noch mit hier rein. Und ja, das kochen wir jetzt erstmal alles. So Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Weihnachtsmenü. Ich habe mich sogar schon mittlerweile ausgezogen, weil mir hier verdammt warm ist in der Küche. Ich war jetzt hier ein paar Stunden hier drin, aber jetzt könnt ihr mal sehen, wie die Küche aussieht nach dem Kochen. Aber ich habe alles geschafft. Hier sind die Kroketten, die ich machen wollte. Hier ist der Barsch, den ich auch gekocht habe. Und hier haben wir die Pierogi. Ich glaube, die Spülmaschine lief heute auch schon 3-4 Mal. Ja, und dementsprechend sieht es hier auch aus. Hier wird ja auch der Herd gut benutzt. Ja, das ist das
nach der Arbeit hat man hier noch mehr Arbeit, weil eigentlich ist meistens das Kochen die wenigste Zeit beim Kochen. Überwiegend geht am meisten Zeit drauf fürs Vorbereiten und fürs Aufräumen eigentlich, wenn man am Kochen ist. Naja, okay. Kann ich jetzt nicht ändern. Jetzt geht es ans Aufräumen und ja, dann bis gleich. Ja, und wie gerade erwähnt, verteile ich jetzt hier die Nikoläuse vor der Tür. Mal schauen, ob das denen auffällt, ob die etwas sagen werden. Ja. Habe ich jetzt vor jeder Tür so einen Nikolaus hingestellt. Naja, schauen wir mal. Ich hoffe, ich konnte denen zumindest eine kleine Freude machen. Ja, hier auch. Ja. So, dann schauen wir mal, ob die Nachbarn die Nikoläuse angenommen haben. Sehen wir schon mal, einer fehlt. Hier haben wir noch einen Nikolaus. Schauen wir weiter. Hier haben wir noch auch. Hat er bestimmt noch nicht angenommen. Wahrscheinlich noch nicht rausgegangen. Und ja, hier fehlen auch Nikoläuse. Ja. Schauen wir weiter oben. Hier haben wir noch. Und hier haben wir keinen mehr. Schön. Haben einige ihren Nikolaus gekriegt. Das freut mich. Ja, heute ist der 24. Das heißt, gleich ist der Heiligabend. So sieht unser Baum aus. Hier sind ein paar Geschenke auch. Ich habe auch schon gerade meine Frau gefragt, ob ich schon Geschenke auspacken darf. Nur sie hat gesagt, nein, erstmal heute Abend. Wenn wir das Sternchen gefunden haben am Himmel, haben wir hier auch noch ein paar Söckchen, wo man hier auch noch was reinstecken kann. Haben wir auch gemacht. Schwiegervater war auch noch gerade bei uns. Hat uns auch noch mal Essen mitgebracht. Das ist echt der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Ganzen. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen wir davon essen sollen. Und ich sage euch mal was. Schwiegermutter hat Kuchen gemacht. Und, und hier, das ist der Kuchen. Und das ist alles selbst gemacht. Also bei denen gibt es sowas nicht wie Kuchen irgendwie kaufen beim Bäcker oder sonst irgendetwas. Und wenn das vom Bäcker ist, dann ist das nur ein, den man kennt, wo man auch weiß, was für Produkte benutzt werden. Also hier wird wirklich alles von Hand noch selber gemacht. Echt, das ist der Wahnsinn. Da habe ich hier auch noch enorm viel Essen gekriegt. Hier übrigens, die Küche sieht jetzt auch mittlerweile ein bisschen besser aus. Ist noch nicht perfekt, aber auf jeden Fall besser wie gestern Abend. Ne? Haben wir auch noch ein paar Äpfel gekriegt. Hier auch. Die Äpfel, das sind eigene Äpfel vom eigenen Baum, genauso wie hier das Gemüse. Also ich glaube, ich habe das schon mal in einem Video erwähnt, ne, dass wenn wir Gemüse kaufen, gehen wir überwiegend auf den Markt zum Gemüse kaufen. Und weil wir einfach sehr, sehr viel hier kriegen von der Familie. Sehr viele sind in der Landwirtschaft tätig und dadurch kriegen wir dann halt sehr oft sehr viel. Im Sommer natürlich mehr wie im Winter. Ist klar, weil im Winter weniger wächst. Ja, und ich glaube, das war es auch jetzt erstmal soweit. Ne? Ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee, weil ich bin jetzt auch nicht vor langer Zeit aufgestanden. Und ja, so sieht's aus. Ja, blöderweise habe ich noch vergessen, etwas einzukaufen. Deswegen muss ich leider jetzt nochmal aus dem Haus, was eigentlich nicht geplant war. Die meisten Geschäfte heute in Polen haben bis maximal 14 Uhr offen. Das ist ähnlich wie auch in Deutschland. Ja, aber das bleibt halt nicht aus. So ist das. Wer es nicht im Kopf hat, hat es in der Beine, oder wie heißt das? Irgendwie so, ne? Ja, und das war das, was ich jetzt noch gebraucht habe bei den zusätzlichen Feiertagen. Ja, wenn man kein Klopapier hat, kann das kritisch werden. Ne? Genau. So, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen vom Einkaufen und ja, ich
fange schon mal an, Sachen einzupacken, die für Weihnachten oder für den Heiligen Abend eigentlich zu viel sind, weil wir haben auch noch von Schwiegereltern Essen gekriegt. Und ja, dann zeige ich euch mal, hier, ich habe hier einen Vakuumierer hier und damit vakuumiere ich mir hier sehr viele Sachen ein, auch um die auch einfach dann länger haltbar zu machen. Genauso wie hier könnt ihr sehen, wir legen den Kühlschrank und hier ist alles einvakuumiert mit Datum. Das Essen bleibt danach frisch. Das ist wirklich so, wie ihr das einvakuumiert und wieder auftaut, so ist das dann auch so wie an diesem Tag, wo ihr das verpackt habt. Kein Gefrierbrand, gar nichts. Wichtig ist natürlich auch einen guten Vakuumierer zu haben. Ich habe mir jetzt einen aus, also ist ein deutsches Produkt. Das ist sehr gut. Ich hatte schon einige Vakuumierer, aber mit dem bin ich hier wirklich sehr zufrieden. War auch ein bisschen teurer, aber wirklich 1A-Klasse. Und ja, dann gehe ich mal weiter an die Weihnachtsvorbereitungen. So, jetzt noch die letzten Vorbereitungen für das Essen. Das ist hier der Barsch. Jetzt gehe ich noch kurz die andere Suppe holen für die Frau. Ja, ich bin sofort da. Ja, so sieht unser weihnachtsgedeckter Tisch aus. Wie gesagt, nicht 100% alles. Czy to jest typowa zupa wigilijna? To? Nie, to jest chyba zupa ryżowa. To jest barszcz. Tak. No i reszta to jest taki trochę tak typowy wigilny. Krokiety, pierogi, sos grzybowy, wszystko własne zrobione, majonez własne zrobione. Zapomniałem polskiej nazwy. Sałatka ziemniaczana. Właśnie. No i to jest to. I tam ciacho zaraz po ten. Tak. Tak wygląda. Kompot mamy oczywiście też. No i to jest tak. I tak spędzamy Wigilię. Może ubranie nie ekskluzywne, eleganckie, tak jak trzeba, ale mi to jest obojętne, bo jestem w domu i ja się tak ubiorę, tak jak ja chcę. No i chyba to jest to, nie? I wszystko fajnie. Zaczynamy zjeść, bo jestem niesamowite głodny i o 20 będzie Kevin. Sam w domu. Nie? Sam w domu? Sam w domu. Kevin sam Na pewno będziesz sam? Kevin allein zu Hause. No, zobaczymy. Dobra. Zaczynamy jedzenie, bo jestem głodny. Co robisz? Siedzę sobie i leniwuję. Leniwujesz? No, leniwuję. A nie lenisz się? Może też tak. Nie, no po prostu leżę i obejrzę film. Albo się bobasujesz? Albo się Charlie und die Schokolade. Nie wiem, jak to się po polsku mówi. No rozumiem. Nie wiem. No tak jest święta. Się leży i nic się robi. Może zaraz robię jedzenie, bo mam jeszcze dużo od wczoraj. Co ty na to? Czyli generalnie zgodnie z tradycją świąteczną lenisz się. Czyli po prostu odpoczywasz. Można tak mówić. Dobrze. Pierwszy dzień świąt i dzisiaj, podobno jutro też będzie po prostu tak wyglądało, że się nic robi i tylko się je i leży. Nie wiem, chyba jemy zaraz coś. Tak. Zgadzam się. To zaraz idę do kuchni. Żeby... Czyli nie do końca się lenisz. Lenisz się, ale musisz coś zrobić jednak. Już nie muszę ugotować, bo wszystko jest. Teraz tylko reszty, które trzeba już zjeść przez następne 2 dni. Nie? Żeby... No, dobrze. Wiesz, jak to jest. Dobrze. Zgadzam się. Dobra, to zaczynam. Dobrze. I zaraz obejrzę dalej film.